Amen. Amen. We've been looking at Jacob's time of trouble, Wir haben uns mit der Zeit der Trübsal von Jakob beschäftigt and we have discussed Jacob himself, und über Jakob selbst gesprochen, Elijah, Elia and Job. und Hiob. We've discussed that all of those three characters Und wir haben gesehen, dass alle drei Charaktere have an experience with God, eine Erfahrung mit Gott hatten and the experience they have with Him und die Erfahrung, die sie mit ihm hatten, is caused by what? Why did they have this experience with God? wird wodurch verursacht. Warum haben sie diese Erfahrung mit Gott? They were in difficult situations. They were in a difficult situation, Sie waren in schwierigen Situationen. and what difficult situation are they in? Why are they in this difficult situation? Warum sind sie in diesen Situationen? Sorry? Because they had cherished sins, Weil sie gehegte Sünden haben. and in addition to having these cherished sins, Und zusätzlich, if we go to Job chapter 1 verse 8, wenn wir Hiob 1, Vers 8 uns anschauen, they have another problem. haben sie ein weiteres Problem. Job 1 8. Hiob 1, Vers 8. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Following that, Job is assailed or attacked by Satan, Wenn wir das nun untersuchen, sehen wir, dass Hiob von Satan attackiert wird. beginning around verse 13. Im Vers 13 ungefähr. And if you go to verse 22, the last verse, Und wenn wir zum letzten Vers gehen, Vers 22, it says, In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. bei all dem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Chapter 2, Eben Kapitel 2 nun, verse 3. Vers 3. The Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. What has Satan done thus far? Or what's happened to Job thus far? Was ist mit Hiob bis hierhin passiert?
before that, before losing his children. noch bevor er seine Kinder verlor. It's a bit more than camels. Er hat seine Kamele verloren, etwas mehr noch. He loses everything. Er hat alles verloren. He loses all his material possessions, Seinen materiellen Besitz hat er verloren and then he loses all of his family, und dann seine ganze Familie, except his wife. außer seine Frau. And now in chapter 2, God says Im he Kapitel, still hasn't done anything wrong, Im Kapitel 2 heißt es nun, dass Gott sagte, er hat dennoch nichts Falsches getan. and then Satan says it's because we haven't hurt him enough. Which verse is it? That's paraphrasing. Ah ja. Und Satan sagt, wir haben ihn nicht genug gehört. Verse 4. Vers 4. And Satan answered the Lord. Sorry, Sarah. Wir haben ihn nicht genug verletzt. And Satan answered the Lord and said, skin for skin. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. All that a man hath will he give for his life. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. So now what happens to Job? Sorry. Now what happens to Job? Was geschieht nun mit Hiob? Not tested, attacked. Jetzt wird sein eigenes Leben angegriffen. So now he gets attacked personally, Er physically, wird körperlich, persönlich angegriffen and he gets this plague or this disease. und er bekommt diese Plage und Krankheit. Verse 7. Vers 7. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot and to his crown. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. And in verse 11, Und in Vers 11 his friends join him, kommen seine Freunde zu ihm, supposedly to bring him comfort. um ihn angeblich zu trösten. They go there, but they don't speak with him at all. They just sit there silently. Sie kommen zu ihm, sprechen aber nicht mit ihm und sitzen nur ruhig herum. That's 2 verse 13. Das ist Kapitel 2, Vers 13. And now, into chapter 3, what does Job do? What's his first response to all that's happened to him? Auf alles, was passiert, was ist in Kapitel 3 nun die Antwort Hiobs? Verse 1, he opens his mouth Im Vers 1, er öffnet seinen Mund and cursed his day. und verflucht den Tag seiner Geburt. Job spake and said, Und Hiob begann und sprach, let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man-child conceived. O wäre der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Let that day be darkness, let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um mich gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Let the day and the shadow of death stain it, let a cloud dwell upon it, let the blackness of the day terrify it. Hätte doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, Gewölk sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Verse 7. Lo, let that night be solitary, let no joyful voice come therein. Vers 7, ja, wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Let them curse it, that curse the day, who are ready to raise up their mourning. Hätten sie doch verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Levitan aufzuwecken. Because
it shut not up the verse 10, because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. Doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Verse 12. Vers 12. Why did the knees prevent me, or why the breast that I should suck? Warum kamen mir Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? 13. 13. For now I should be dead. Denn jetzt läge ich da und wäre tot. So he continues to go on in this chapter. In diesem Kapitel fährt er gewissermaßen so fort Basically saying it was better that he should never have died. und sagt im Grunde, es wäre besser gewesen, wenn er tot wäre. And then his friends begin to respond. Und dann antworten ihm seine Freunde Chapter 4. im Kapitel 4. And basically, what's their response? Um was geht es bei ihrer Antwort? So your Bible says Job reproved. Also Hiob wird in der Bibel von Tamina zurechtgewiesen. So what they begin to do, Was sie jetzt nun tun, this is only the first of many interactions, und das ist nur die erste von vielen Gesprächen, die sie haben, is they say there must be a problem. sie sagen, es muss irgendein Problem geben. All these calamities Alle Unglücke could not have happened without a reason. hätten nicht passieren können, wenn es da nicht einen Grund gegeben hätte. Proverbs 26 verse 2. Sprüche 26, Vers 2. Okay, Proverbs 26 verse 2. Ja. As the bird by wandering, as the swallow by flight, so the curse causeless shall not come. Wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. So this is clearly a parable, Das ist ganz klar ein Gleichnis. and in fact, the literal part is in two pieces, two bits. Und der buchstäbliche Teil ist in 2 Teilen geschrieben. What's the parable teaching? Was lehrt uns das Gleichnis? So the parable says the curse doesn't come without a reason, but what's the literal teaching? Der Fluch kommt nicht ohne Grund, aber was sagt uns das Buchstäbliche? Does anybody understand what this parable is saying? The literal. Birds don't fly without reason. Vögel fliegen nicht ohne Grund. Anyone else?
Okay, can you just repeat that? A bird or birds, they don't fly without reason. There's a purpose behind them. Well, Es gibt einen Grund, warum Vögel davonfliegen. You can't understand what from the German? You said, I can't understand this. What can't you understand? Was verstehst du vom Deutschen nicht? The bird are flying. Okay. And then means in German a curse. Was ist unverdient? Wie hast du gesagt? Die sentence. Okay, Ein unverdienter Fluch bedeutet gut etwas nicht ein. I don't want you to do that. Tell me what the literal means, not what the spiritual means. Sag mir, was das Buchstäbliche und nicht das Übertragene bedeutet. The literary curse said, okay, the birds are flying. Buchstäblich, Vögel fliegen. The birds are flying. Okay, that's all. So what's the parable teaching us? Was lehrt uns das Gleichnis dann? Birds are flying. The next should ein. Den anderen Satz kann ich ja nicht mit reinnehmen. I cannot see a parable here if I see only the first sentence. Ich kann nur den ersten Satz erklären, aber ein Gleichnis sehe ich nicht. The first part is supposed to teach you a spiritual lesson. Der erste Teil soll euch eine geistliche Lektion lehren. What's the spiritual lesson that the verse is teaching? Was ist die geistliche Lektion? I have no idea in which, was ist Zusammenhang? Connection. In which connection? Verse 2 said the birds are flying. In the first part. Nothing. It says as. It starts with as. Wie? Wie ein Vogel fliegt. Brother Wolfgang, what does the parable mean? If I would know that, I would tell you. I don't know. Don't know. Also ich weiß auch nicht, was das Gleichnis ist. Okay, so they're flying away, but we're not sure why. Wir sind also nicht sicher, warum die Vögel wegflattern. And the spiritual, this phenomena that you're seeing, they're flying away for some reason. What is that supposed to teach us? Was soll es uns lehren, wenn die Vögel wegfliegen? I thought. Steady, consistent. That's what it teaches in German, or you're just saying that? Lehrt es das im Deutschen oder sagst du das einfach nur? No, I've got that. The birds fly away for whatever reason they're flying away. What spiritual lessons does that teach us? You're saying nothing is consistent. You think that's what the rest of the verse teaches? Das habe ich schon geblickt. Du sagst aber, nichts ist beständig. It doesn't say in German about a curse. Es sagt nichts über einen Fluch im Deutschen. Im second part. Yeah, no, we've done the first bit because there's nothing else to say. The birds are flying away. I got that bit. Mir ist klar, im ersten Teil fliegen die Vögel nur weg.
So the spiritual lesson means what? Was bedeutet die geistliche Just as it reads in Übertragung? German. Even an undeserved curse, what? It's not happening. Also dieser unverdiente Fluch passiert gar nicht. Even an undeserved curse is not happening. That means the curse is deserved. Because there's lots of negatives in that. There's a double negative. You're saying, even so, the curse that you deserve will come. Also Is that what you just said? sagst du, der Fluch, den du verdienst, wird kommen? That's why in the German the undeserved is added, which makes it a little bit Sure, but you turn it into a double negative. The undeserved will not come. That means there's... Du machst es doppelt negativ. Unverdient kommt nicht. Sure. But it doesn't change the meaning, does it? If you said the undeserved doesn't come, Das bedeutet, die yeah. Bedeutung wird nicht verändert, wenn es zweimal negativ ist. if there is so in the English if there is a cause, you can receive the curse. If there is no cause, there is no curse. Okay, so if there's no cause, there's no curse. Ohne Grund kein Fluch. And in German it says, there is no cause, or if there is no cause. Sagt es im Deutschen, es gibt keinen Grund oder falls es keinen Grund gibt. It's just undeserved. The cause is not the Okay. It just says undeserved curse. Unverdienter Fluch heißt es im Deutschen. As birds fly, undeserved curse. Undeserved curses don't happen. Unverdiente Flüche passieren nicht und die Vögel fliegen. So there is no undeserved curse. That's what I'm trying to say. So, birds fly away, Vögel fliegen weg and if there was a curse und wenn da ein Fluch ist and you didn't deserve that curse, und diesen aber nicht verdienst, what would happen to it? It wouldn't be there, dann wäre er nicht da. or with the bird analogy, it would Fly away. fly away. Aber die Flüche jetzt in Beziehung zu den Vögeln würden davon fliegen, Because the birds are flying away. so wie die Vögel wegfliegen. So as birds would fly away, So wie die Vögel wegfliegen so if there was a curse that you didn't deserve, und es da einen Fluch gibt, den du aber nicht verdient hast, that came, that would fly away as well. dann würde der auch wegfliegen. Okay, it must be a reason that you're cursed. So there's a curse that comes to the land Also es kommt ein Fluch auf das Land or zu upon your family or upon you. oder auf dich und deine Familie, If you didn't deserve that curse, wenn du diesen Fluch nicht verdient hast. what would happen to it? Was passiert dann mit ihm? It would leave. Der würde weggehen. So do you know a story that there's a curse that's coming Kennst du eine Geschichte, wo ein Fluch kommt and it's searching everybody, und der jeden untersucht and those that don't deserve the curse, und jene, die den Fluch nicht verdient haben, the curse flies away from them, der Fluch dann von ihnen wegfliegt. and then the opposite of that, those deserve the curse, it didn't fly away. Und im Gegenzug dazu, wer den Fluch verdient hat, da fliegt er nicht weg. Sorry? Exodus 12. 2. Mose 12, die 10 Plagen. So this is the plague of Exodus. Das sind die Plagen von 2. Mose. So that's what this proverb or this parable is teaching you. Darum geht es bei diesem Sprüchevers. If a curse came Wenn ein Fluch ankam, and you didn't deserve the curse, ihn aber nicht verdient hast, like birds that fly away,
wie Vögel wegfliegen or birds that leave, oder Vögel, die einfach ihren Platz verlassen, the curse would leave. so würde auch der Fluch weggehen. Are you okay with that parable now? Seid ihr damit einverstanden? A curse that you don't deserve will fly away, just like birds fly away. Ein Fluch, den du nicht verdienst, fliegt einfach weg, so wie Vögel wegfliegen. Miss Resta, you can speak to me, not to her. What I want to say is this is a total opposite to This is the total opposite to Job. Also es ist krasse Gegenteil zu der Geschichte von Hiob. What did we read in Job? Was haben wir bei Hiob gelesen? he was without mistakes. So we read that he had no faults, no mistakes, Er hatte keine Fehler and according to this verse, therefore, und aus diesem Grund muss gemäß diesen Verses, according to this passage, Aus therefore, what Sprüche. should have happened to him? was hätte mit ihm passieren müssen? No curse. Es hätte kein Fluch stattfinden dürfen. But he got a curse, Aber er war verflucht and not just a curse, it's a big one. und das war nicht nur irgendeiner, sondern ein wirklich großer. And the curse didn't fly away, it stayed and got worse and worse. Und der Fluch ist nicht weggeflogen, er blieb und wurde immer schlimmer. How many curses does he have? Wie viele Count. Flüche kamen über ihn? We didn't go through them. Wir haben uns das noch nicht angeschaut. So what we did was we counted at least 3 Wir haben also mindestens 3 schon aufgezählt. possessions, Der Besitz, family, Familie himself. und er selbst. So that's at least 3. Mindestens 3 Flüche. And then if you look about the possessions, how many was that? Und wenn du seinen Besitz betrachtest, wie viele Flüche gab es da? Verse 13. Vers 13, Do we know? Or? Chapter 1, Yes, 113. Kapitel 1, 13. So let's do quickly. So just tell us the verse. 14. Vers 14, So you have the ox and asses. die Ochsen und die Esel. So the Sabaeans take them Die Sabäer haben sie mitgenommen and they kill all the servants with him. und dann wurden die Knechte getötet. So that's one. Das ist mindestens ein Fluch. His animals and servants are all killed in one. Also ein Fluch, in einem Fluch wurden die Tiere und seine Diener getötet. The next one, Sister Tamina. So the next is the sheep and the servants. They are burned or destroyed supernaturally. Der nächste Fluch ist in Vers 16, da geht es um die Schafe und die Knechte, die übernatürlich verbrannt wurden. So the animals and the servants that take care of the animals are killed in 14 and 15. Die Knechte, die auf die Tiere aufpassen, werden in Vers 14 und 15 getötet. And then another group of animals and their overseers are killed in 16. Und eine andere Art von Tieren, deren Aufseher wurden im Kapitel 16 getötet. The first curse is produced by what? Who? Wodurch kam der erste Fluch? People. Durch Menschen, Völker. The second curse, Der zweite Fluch, fire, or Feuer, it says fire of God. Feuer von Of God, Gott, yeah. The fire of God. Feuer Gottes. What is the fire of God? You got marginal reading? The great fire. Was ist das große Feuer? 17. Vers 17. So now the Babylonians have come Jetzt sind die Babylonier eingefallen. and they've taken away the camels and their servants. Sie haben die Kamele und deren Aufseher weggenommen. So it's
people, Es geht wieder um ein Volk, nature, die Natur people. und Volk. 18. 18. While he was yet speaking, there was another servant that came and said, your children were in the house. And 19, your children were in the house. That's verse 18. Also Vers 18 wird gesagt, dass die Kinder im Haus waren. And then what happens? Was Sister passierte Ailey, dann? what came to it? A wind came Da kam ein Wind aus der Wüste und hat die 4 Ecken des Hauses zerstört. Okay, so you can already, if you, I don't know if you ever looked at all of this, but can we see a pattern developing? Könnt ihr ein sich ausbildendes Muster sehen? I don't have a screen on my computer, so I can't see what they're seeing. No, I can't see what they're seeing. Yeah. So we're in Job Wir befinden uns im Buch Hiob, 1. Kapitel 1. And what verses did we look at? Welche Verse haben wir bereits angeschaut? So we had 14 Vers 14 to 16. bis 16. These are animals Hier sehen wir Tiere and servants. und Diener. Then we had which verse? 14 and 15, sorry. Also es geht um die Verse 14 und 15. 16, Vers 16 nun, we have animals da haben wir Tiere and servants. und Diener. 17, Im Vers 17 animals Tiere and servants. und Diener. And then 18 to 19, Und 18 bis 19 family, Familie children. und Kinder. And their house. Und ihr Haus. Okay, what's causing this one, the first one? Was war der Grund für das erste? This is caused by people. Der Grund lag in einem Volk, Menschen. Sister Rainey, can you find out what a Sabaean is? Aline, 16. kannst du rausfinden, was Sabäer bedeutet? Vers 16. Fire, Feuer. 17. 17. We okay to put Babylon? Wir wollen dort Babylon hineinsetzen. 16 is nature, 16 die Natur, fire, nämlich People. Feuer, Volk, Babylon, Babylon. and the last one, Und das letzte, was ist das? Sabaeans, nature, wind. Die Natur, der Wind. 7164. Sorry, 7614, yeah? 7614 in Strongs. And the brown rubber brick says son of Joktan and a descendant of Seth, or son of Rama, grandson of Cush and descendant of Ham. Descendant of Ham. So this is the descendant of Ham, Die, Noah's son. die Abkömmlinge von Noahs Sohn Ham sind die Sabäer. So it's a nation in South Arabia. Das ist eine Nation in Südarabien. Jokshan, the son of Abraham by kinship. So this is one of
Abraham's children or descendants from, I guess you call it his second wife, Einer von Keturah. Abrahams Kindern, Abkömmlingen von seiner zweiten Frau Keturah. I guess that's his third wife, but Oder seine dritte Frau. The word is Sheba. Sheba is 7 or when you say the word is Sheba, Which word? Sheba. they said the word is Sheba. Das Wort bedeutet Sheba. What did you mean by that? Was meinst du damit? the Hebrew word so H7614. The Hebrew word is Sheba. However you pronounce it. Oh, okay, that's the Hebrew word. Also das hebräische Wort für Sabea ist Sheba. Okay, so these people are from southern Arabia, you said? Dieses Volk ist aus Südarabien. That's verse 15. Vers 15. Oh yeah, they're in strong tribes and often Ethiopian districts. So people from Ethiopia. Is that what you said? Heißt es Menschen von Äthiopien? Of foreign origin, Sheba, the name of some early progenitors of tribes and often Ethiopian districts, Sheba and cities. Okay, so let's summarize what all of this means. Wir wollen das jetzt zusammenfassen, was alles bedeutet. The Sabaeans Die Sabäer are a symbol of people. sind ein Symbol eines Volkes. It says they're the early progenitors of the Ethiopians. Es sind die frühen What's a Vorgänger. progenitor? Sorry? What is a progenitor? Was ist ein Vorgänger von den Äthiopien? A forefather. Ein Urvater. So these are the forefathers of the Ethiopians. Das sind die Urväter der Äthiopier. Bitte? Die Stammeltern der Äthiopier. So if you go to Brown Driver Briggs, Wenn du zu Brown Driver Briggs gehst, primary definition means what? dann steht dort geschrieben, was die Hauptdefinition ist. Good. So this is a 7 or an oath. Das ist ein Fluch, ein 7, die Zahl 7 oder ein Fluch. Ein Schwur. Entschuldigung. Schwur oder 7. Give me 1 second. And the number, as you said, Wie lautet die Zahl? 7. 7. Is this the same word in Dirt? Dritter Mose. Was ist das? 26. Leviticus 26. 26. The same word, Sheba, in 7? 25:20. You should be able to tell me, you should be able to find out if it's the same word or not. Du solltest jetzt herausfinden, ob dieses Wort 7 das gleiche ist wie in 3. Mose 26. So if you have your computers, you should be able to answer Sister Esther's question. Wer jetzt einen Computer hat, sollte die Frage von Schwester Esther beantworten können. Sorry? Es kam schon ein Ja. Sister Sarah? Sarah? Same Ja. word? So if you go to Leviticus 26:18, 3. Mose 26:18. Job, when I looked at where
So in Leviticus 26:18, In 3. Mose 26:18, that word is H7650, H so 7650, 51, H 7651 and it comes from 50, und es kommt aus H 7650 hervor and it's related to 58. und es bezieht sich auf 58. So if you look at the word itself, Wenn du das Wort selbst anschaust, it's Sheba, Sheba, but it's a slightly different Hebrew word. aber das hebräische Wort ist leicht unterschiedlich. Yep. What was it? So in this case, in Leviticus, Im 3. Buch Mose, what does this word mean? was bedeutet dieses Wort hier? It just means the number 7. It's just a number. Dort steht die Zahl 7. Es ist schlichtweg eine Zahl. If you go to 7650, which is the word it comes from, Wenn du nach H 7650 gehst, das ist nämlich der Ursprung des Wortes. now what does it mean? Was bedeutet es dort? It means to give an oath, Einen Eid ablegen, and that oath can be something good or bad. und der Eid kann gut oder schlecht sein. You could swear at someone, for instance. Du kannst jemand schwören, to curse somebody. Like a 4-letter word. You swear at someone, call them a bad name. Ja, verfluchen. Das ist ein Schimpfwort. Ein You Fluchwort. can bless, you can say something nice to them, you can bless them, or you can say something bad to them, you can curse them. Ja, du kannst etwas Gutes zu jemand sagen, ihn sozusagen segnen, oder was Schlechtes sagen, ihn verfluchen. So that's where this word comes from. And then in the Da- verse itself, it says 7. Daher kommt das Wort, aber im Vers selber steht 7. Now, if you go back to Job, Und wenn du dich zurück zu Hiob bewegst, in Job, this word is the Sabaeans. und dort geht es um die Sabäer. Now, remember the word Sabaean is actually a people. So it can't be a number. Das Wort Sabäer ist doch eigentlich ein Volk und kann keine Zahl sein. But it still has the same roots. Aber es hat trotzdem die gleiche Wurzel. So we would expect it not to be the same Hebrew number. Also würden wir erwarten, dass es nicht die gleiche hebräische Strong Number ist. But it will still have Nummer. the same concept or idea. Aber dahinter steckt die gleiche Idee. If we're okay with that concept. This is the name of, this is a family name. Das ist ein Familienname. And the family name, Und der Familienname, as it says in the in the definition, means the same thing as bedeutet the name in Leviticus 26. das gleiche wie der Name in 3. Mose 26. Are we okay with that? But there's no name, there's a number, you told us. 76:14, 76,14, the word itself just means 7 da bedeutet das Wort schlichtweg 7 or an oath. oder ein Eid. But if you look at the story, Aber wenn du dir die Geschichte anschaust, it says the Sabaeans fell upon them. da steht in Hiob, dass die Sabäer über sie herfielen. A number didn't come and attack them, it was people. Sorry? It wasn't a number that attacked them, it was the people that Es war ein attacked them. Volk, also eine Anzahl, die sie angriff. The name of that people means 7 Der Name des Volkes bedeutet 7, because they come from the people called Sheba. weil sie kommen von Sheba, von dem Volk Sheba. So the Hebrew number wouldn't be the same number, but the concepts would still be the same. Die hebräische Zahl wäre nicht das gleiche, aber das Konzept ist gleich. Are we all okay with that? Stimmt ihr damit überein? So the symbology Die Symbolik of this first attack
von diesem ersten Angriff. is what? Worum geht's da? Who are these people? What are they doing? Wer ist das Volk? Was tun sie? By their very name. Aus dem Namen heraus. This is the curse. Sie verfluchen, So they fulfill their name, the curse. sie erfüllen, werden ihrem Namen gerecht. Sie verfluchen. Second group that comes to them, Die zweite Gruppe, verse 17, comes to here. comes to them, his family, Also die zweite Gruppe, die über die Familie herfällt, it says the Chaldeans. I kept on changing it to the Babylonians, but it says Chaldeans. es steht dort, es sind die Chaldäer oder die Babylonier. So this is 37:78. Das ist 37, 78. H 37, 78. Yes, looking at it doesn't say Babylon, it says Chaldeans. That's why Es heißt I'm nicht going back to its Babylon, proper word. sondern Chaldäer. Das ist das genaue Wort. Sorry? I didn't hear what you said. So in verse 17, and it's Chaldeans. Im Vers 17, dort spricht es von den Chaldäern. 37:78. H 37, 78. So if it says these are the people that come from Dort steht, dass es das Volk ist, the lower Euphrates and Tigris, das vom Tiger und von den Ebenen des Euphrats kommt. Mesopotamia. Von Mesopotamien. We would call it Shinar, Wir würden es Sinia bezeichnen. the land between two rivers, the Euphrates and the Das Tigris, Land zwischen beiden Flüssen Euphrat und Tigris. which is the area of Babylon. Und das ist das Gebiet Babylons. In Strong's, Im Strongs-Verzeichnis it doesn't give you much. I didn't find it particularly helpful. It just runs through all these names. sind nicht sehr hilfreiche Informationen. Yes. So we'll go back to Brown Driver Briggs. Braun Driver Briggs bringt uns weiter. You do find the number 4 in all of their ancestry. Man sieht die Zahl 4 in ihrer Abstammung. Okay. So I want to go to Strong's Wir gehen nochmal zu Strongs. 37:78. 37, 78. And it comes from 37:77, one Und less. es kommt von H 37, 77. So what does 37:77 mean? Was bedeutet 37, 77? It means increase. Zunahme In fact, it also means the number 4. und in der Tat auch die Zahl 4. So this is an increase. Das ist eine Zunahme oder Steigerung. The punishment is, or the curse is increasing. Der Fluch nimmt zu. And it also says, Und es sagt auch, when you go to Brown Driver Briggs, wenn du dir Braun Driver Briggs anschaust, clod breakers. Sister Sarah, what is a clod breaker? steht Clod Breaker. Think after a plow. Good. Das ist das Teil hinter dem Flug. Harrowing. Eine Ecke. Tell us what clod is. Was ist Clod? So clod is a lump of soil. I could say that, yeah? Clod ist ein Klumpen von Mutterboden. So you have this lump of soil and you're going to break it. Wenn du diesen Klumpen Erde nimmst und zerbrichst.
and you called it harrowing. What is harrowing? Und das ist eine Egge. Klumpenbrecher, Without die Egge. understanding all the intricacies of what's going on, the names, the definitions, Ohne dass man nun alle Definitionen und Namen sich genau angeschaut hat. and if you've made the connection Du aber eine Verbindung machst, that you've got these lumps of soil which are going to be cut up, wenn du diese Erdklumpen hast und sie zerkleinerst, what's the connection between, why would it be called clod breakers here? warum heißt es hier Klumpenbrecher? Because you said you connected breaking of clods to something else. Denn du hast die Klumpen zerbrechen mit etwas anderem verbunden. What happens before you harrow? Was geschieht, bevor du eckst, I don't know if you followed my thought die process. Ecke gebrauchst? What comes first? No. What comes first? Something comes first, and then Irgendetwas geschieht zuerst und dann you break the clods. brichst du die Klumpen. So what comes? Something has to come first. Plauen. The ploughing. Das Pflügen kommt zuerst. So something comes first, Es kommt etwas vorher and then und dann, it's not enough. the plowing is not enough. Ploughing is not Das enough. Pflügen reicht nicht aus. Maybe you just give us a quick rundown of why ploughing is not enough. Warum genügt Pflügen nicht? Just literally. Buchstäblich. So when you plough, Wenn man pflügt, you have big lumps of soil, dann Ein- hast du große Erdklumpen. and you can't sow with amongst those big lumps. You have to break the soil down. Is that what you said? Yeah? Da rein kannst du nicht sehen, du musst das erst auseinanderbrechen. Okay, so you can. Man kann es zwar, What's the problem? Now, I'm not an expert on sowing, ich bin zwar kein Experte, was Säen angeht, aber welches Problem sehen wir dann? but if you're ploughing, Wenn du pflügst, here's the ground, hier ist der Grund and you put a knife to this ground, und ein Messer in diesen Grund einführst and you don't just get this, und dieses nicht bekommst, you get something that's on top like that. du bekommst etwas, was oben drauf liegt. Everything that was in here is out here. Das, was hier war, ist jetzt oben drauf. And if you sowed here, because you said you could sow, Du sagst, man könnte zwar säen, what's the problem? was ist das Problem, wenn du so säst? Sorry? So you have to tell me, I don't know, but can you sow seeds too deep? Kann man Samen säen, wenn er zu tief drin liegt Yeah, when you cover them. und ihn bedeckst? So seeds cannot, if you bury them too deep, they will never Wenn du resurrect, they'll never Samen grow. zu tief einführst, dann wird er niemals wachsen. So if you just do the ploughing, Wenn du also nur lediglich pflügst, it's not sufficient to sow. das langt für die Saat nicht aus. So then you have to harrow. Dann kommt die Egge. You have to break up the clods. Du musst die Klumpen auseinanderbrechen. So what's happening here? Was geschieht hier? Sister Sarah. I'll go with Sister Sarah. So the curse is not enough. Der Fluch reicht noch nicht aus. Now you have to do more. Jetzt musst du noch mehr tun. So if this is breaking of the clods, Wenn dies hier das Brechen der Klumpen ist, what's the creating of the clods? woher kommen dann die Klumpen? The curse. Durch den Fluch. So this is the clod Das ist manufacturer, Das ist der Klumpenhersteller and this is the breaking of the clod. und hier werden die Klumpen zerbrochen. Okay, so all of this is in preparation for something. All das ist die Vorbereitung für irgendetwas anderes. If you start going down an agricultural line Wenn or wir- thought process, Wenn wir uns in der Landwirtschaft gedanklich bewegen, and when I was trying to draw out a response from you,
Als ich eine Antwort von euch wollte, I said, what comes before this? habe ich gefragt, was kommt hier vor? And you said fallow ground. Und ihr habt gesagt Brachland. And what kind of ground is fallow ground? Und welche Art Grund ist das Brachland? Sister Raylene, what is fallow ground? Steht. It was not worked on. Das wurde noch nie bearbeitet. And what happens if you don't take care of the ground? Und was passiert, wenn du kein Auge auf dein Land hast? It'll get worse. Das Land wird schlechter. It overgrows. Es verwuchert. So keep your hand in Job Haltet das Buch Hiob aufgeschlagen and go to Jeremiah. und geht zu Jeremia. And you go to Jeremiah 4. Jeremia 4. And which verse you want to go to? Zu welchem Vers? A little bit less than 6. Jeremiah 4, verse 3. 4, Vers 3 im Buch Jeremia. Sister Raylene, what are you looking for? Give me the key word that you're looking for there. Plowing. Was ist das Schlüsselwort? Pflügen. So read the verse. And what are you plowing? Was pflügst du? Because I think it says don't plow. Sorry? I think it says do not plow. Steht da nicht, du sollst nicht pflügen? If you said plow. It says you should not Sow. then Why should you not sow? Warum soll man nicht säen? Because you didn't plow yet. Weil du noch nicht gepflügt hast. but it says so not long. So it says don't sow among thorns. Sähe nicht unter die Dornen. So it does mention plowing. Es erwähnt das Pflügen nicht. Does not. It does mention the word plowing, Das Wort Pflügen wird zwar erwähnt, Entschuldigung. but it says you're not allowed to sow among thorns. Es heißt aber auch, dir ist nicht erlaubt, unter die Dornen zu säen. Sister Tamina, verse 3. Explain it. Tamina, erklär uns bitte Vers 3. It says you should plow your land You should plow your land. Du sollst dein Land pflügen, because you're not allowed to sow seed while there are thorns on the field. You should plow your land because you're not allowed to sow if there are thorns on the land. Du sollst dein Land pflügen, denn du hast nicht die Erlaubnis zu säen, solange Dornen auf deinem Land sind. So it says fallow ground. Es heißt hier Brachland. And what will you have on fallow ground, Und Sister Aileen? was finden wir auf Brachland? You have thorns there. Dornen gibt es dort. Sister Sarah, what are thorns a symbol of? Wofür sind Dornen ein Sinnbild? Sin. Für die Sünde. So this is clearly talking about sin. Hier spricht es ganz klar von Sünde. It doesn't say sin in the verses. What does it say? Im Vers heißt es zwar nicht Sünde. Was sagt der Vers? Foreskin of your heart is a symbol. Which verse now? Well, I don't want to go to the verse yet, but foreskin is symbol. I want what it is. Don't go symbol to symbol. Es steht hier Vorhaut. Was bedeutet das? What's sin? What are thorns? Was sind Dornen? So someone said sin, which is fine, but it doesn't say sin in these verses. Jemand sagt Sünde, aber das steht nicht in den Versen. And if I say foreskin, you say For you've gone from symbol to symbol. Wenn du what jetzt it means. Vorhaut anführst, dann gehst du von Symbol zu Symbol, aber sagst nicht, was es bedeutet. Sorry? Defiled. What did you? I didn't hear. Defiled heart.
Ein beschmutztes Herz. It doesn't say defiled anywhere. Steht aber nichts vom Beschmutzen da. Evil doing, Üble Taten. verse 4, Vers 4 and verse 1. und Vers 1. Can you do verse 1, Sister Sarah? Abominations. Gräuel. What are you supposed to do to the abominations? Was sollst du mit den Gräueln tun? You cut them away so I can't see them. Du sollst sie abschneiden, damit ich sie nicht sehen kann. If you put your abominations out of my sight, Wenn du die Gräuel aus vor meinem Angesicht wegschaffst, that means plow them out. das heißt, pflüge sie weg. They're the thorns. Sorry? They are the thorns. The thorns are the abominations. Ja, die Dornen sind die Gräuel And we just call it sin. und wir nennen es Sünde. Okay, so, is it true? Stimmt es? Where did we go? Proverbs. Thank you. Proverbs 26:2. In Sprüche 26,2. Sister Esther, what does Proverbs 26:2 say? Was sagt Sprüche 26,2? If you didn't deserve the curse, Wenn du den Fluch nicht verdient hast, who he will not come like the birds of life. if you didn't deserve the curse, wenn du den Fluch nicht verdient hast, it would fly away, dann wird er wegfliegen. with the implication that it wouldn't even come, but it just said it would fly away like birds fly away. Also, wenn im Zusammenhang gesehen würde er gar nicht erst kommen, aber hier fliegt er weg wie die Vögel. What happened to the curse on Job? Oh, do you believe that, by the way? Glaubst du das? You don't believe Proverbs 26:2? Glaubst du, dass Sister Tamina Sprüche said no. 26,2 ist? don't Tamina believe sagt that. nein. Sister Aileen, do you believe that? Aline, glaubst du You don't das? believe it either. Sister Esther? You believe it? You think life is that easy because it's in the Bible? You must stand on it. Glaubst du, dass das Leben so einfach ist, nur weil es in der Bibel steht? Sorry? Well, I'm just asking if you agree. So you don't agree with Proverbs 26? You don't agree with Proverbs 26? You do. Sister Sarah? Sarah, stimmst du mit überein? It would be nice. Politically schön. correct. You, no. Do you agree, believe it or not? It'd be nice to believe it. Oh, is that what you mean? Would it be nice if you could believe that? Es wäre schön, wenn ich das glauben könnte. So now you're saying it'd be nice if it was true. Es wäre schön, wenn es wahr wäre. And as Sister Catherine would say, Und Schwester Catherine würde sagen, change of direction. ändere deine Richtung. It's not true. You don't believe it. Es ist nicht wahr. Glaub's nicht. Did I get that right? You don't believe it? It would be nice if it was true. Okay. Brother I Wolfgang. would say it's true. It's true. So Es ist wahr. we've got a intergenerational gap. Hier ist ein Graben zwischen den Generationen. I'm the moderator. Ich bin nur der Moderator. I just want to be moderate. So some people don't believe the statement, Also einige glauben diese Aussage nicht. and they don't believe the statement Und sie glauben diese Aussage nicht, because even though it was told you, obwohl es dort so geschrieben steht, yet you would not believe it. du würdest es dennoch nicht glauben. That's interesting. Das ist interessant. It needs more explanation. Es braucht noch mehr Erklärung.
Just checking if I can see something. Yeah. I like this. Habakkuk 1:5. Ich mag Habakuk 1,5. This is taking the verse out of context. Diesen Vers nehmen wir jetzt aus dem Zusammenhang. So pre-warn you. Ich warne euch schon mal vor. 1:5. Habakuk 1, Vers 5. Okay, so is this out of context, Sister Tamina? Ist das aus dem Kontext I said it was. You tell me you agree. Out of context or not out of context? Is that yes or no? Das ist ein Ja oder ein Nein? You said Du hast gesagt, you don't believe Proverbs 26:2 du glaubst nicht, dass Sprüche 26,2 richtig ist, because you have evidence. weil du dafür Beweise hast. Sister Aideen said the same, Aline sagt das Gleiche. and Sister Sarah said it would be nice if it were true. Schwester Sarah sagt, es wäre schön, wenn es wahr wäre. And Sister Esther and Brother Wolfgang said it's not. It is true. Und Esther und Wolfgang sagen, es ist wahr. And I said, Und ich habe what did I gesagt, say? I'm the moderator. No, after that bit. I said, even if it were true, auch wenn es wahr wäre, you wouldn't believe it. glaubst du es trotzdem nicht. And I said, let's go to Habakkuk 1:5. Und dann habe ich gesagt, lass uns zu Habakuk 1,5 gehen. And I said, it's not connected, Und ich sage, das out of hat context. keine Verbindung miteinander, ist außerhalb des You Kontexts. said, thank you. Und du sagst Danke. My question is it out of context? Meine Frage lautet nun, gibt es da einen Zusammenhang? With our line of thought, with our study, yes. Because we've gone from Job to Proverbs. So is this in context? Ist das im Zusammenhang mit Hiob, Sprüche? No, not within our study. Mit unserem Studium? I want to connect Proverbs and Job. Ich würde Proverbs and Job. Sprüche und Hiob verbinden, Because you have made the disconnect. weil du hast sie auseinandergerissen. And the principle that you've used to disconnect them, Und das Prinzip, was bei euch dahinter steht, nämlich das auseinanderzureißen, I'm guessing, so denke ich, is based upon this. liegt darin. 1:8 1,8 and 2:3. und 2,3. Which book? Which book? Welches Buch? You tell me. Job. Job. Job 1:8, Job Hiob 1,8 2:3. und Hiob 2, Vers 3. Based upon what principle? Welches Prinzip steckt dahinter? Job Hiob? is sinless. Hiob hat keine Sünde. He didn't deserve the Er hat curse. den Fluch nicht verdient. He didn't deserve the curse because he was, it says, righteous, upright. Nämlich von ihm wird gesprochen als dem Gerechten und Aufrechten. If you don't like that, go for a stronger one. Und wenn du das nicht magst, es gibt auch noch stärkere What's the Ausdrücke. stronger verse we read? I skipped it in my two I just gave now. We did read it. Wir haben es gelesen. 1:22. 1,22. Even after all of this, he sinned not. Trotzdem sündigte Hiob nicht. Who's Judah? Oh, okay. So let's come back to Habakkuk. Wir schauen uns jetzt Habakuk an. Is this out of context? 1:5. Steht 1,5 in irgendwelchem Zusammenhang. I'm going to cut halfway into the verse. For I will work a work in your days which you will not believe, though it be told you. Der zweite Teil, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. So I asked the question. Ich frage, It was told you es wurde euch bereits gesagt, where? wo?
Proverbs 26:2, it was told you, In Sprüche 26,2 wurde dir gesagt, but you didn't believe it aber du hast nicht geglaubt. because in Job, you don't like that. Sorry, what was the thing? Because according to Job, Denn gemäß Hiob, you don't like what Proverbs is saying. dann magst du nicht, was die Sprüche dir sagen. Okay, so we're in Habakkuk. Wir sind jetzt in Habakuk. Let me just go to Habakkuk. And we're in 5. Wir sind im Vers 5. And I said it's out of context. You agreed. I said it was out of context Es war außerhalb des Zusammenhangs, because I had this random phrase and it ended up being a Bible verse that I twisted. denn ich hatte diesen zufälligen Ausdruck gewählt, den ich dann einen Bibelvers, den ich verdreht habe. Now, I know people don't like this when I do this. Ich weiß, dass manche das nicht mögen, wenn ich das Because tue, they say I manipulate and twist denn sie sagen, dass ich manipuliere und verdrehe and make you look bad. und da siehst du schlecht aus. But you'll notice Aber ihr habt schon gemerkt, when I took you to verse 5, what did I specifically say before I read it? was habe ich speziell gesagt, bevor ich euch zum Vers 5 geführt habe. Before that? No, after that I said this. I'm only going to read the last part. I said I'm going to cut into the verse. Also ich habe gesagt, ich schneide quasi in den Vers hinein. Now you thought I was doing that because I was nice. Und ihr habt gedacht, ich tue das, weil ich nett sein möchte. Sister Tamina did. Sister Sarah knew I wasn't. Sorry. Sister Tamina thought I was nice. You're saying like, no, you're not Tamina nice. hat gesagt, das ist nett von dir. Verse 5. Vers 5. Behold ye among the heathen. Seht euch unter den Heidenvölkern. Just that bit. What does that mean? Behold ye among the heathen. Brother Seht Wolfgang, how do you euch read that? unter den Heidenvölkern. Oh, you got German or you can do in German. I have it in German now. In German, you'll get the right answer. It's more or less. English, that's the problem. What does the first bit mean? Behold ye among the heathen. Stay there, Stay where? between the heathens, in sin. Stay in sin between the heathen. Yeah. That's what it means in German? No, you asked me about the King James, what you told me. Okay, I thought you had the German there because it does not say that in German. In the Look. King James, it says that. Okay, it's more or less look around between the heathens. Yes, so I knew in the German it means look at the heathen. Also im Deutschen heißt, schaut unter die Heiden, Not only look at them, but you said look around. around the Schaut heathen. euch bei den Heiden. In the King James, it says it differently. Und der King James sagt's anders. Yes. In the King James, it says you are heathen. In der King James heißt es, du bist Teil der Heiden. Yes. So it's really easy to misread verse 5. Also Vers 5 kann man sehr einfach falsch verstehen. So it actually does mean, Es heißt in der Tat, by the way, it is connected, but it's just a side thought, es ist ein Seitengedanke, ein because Querverweis. Brother Wolfgang asked me to look at Wilkinson's book 2 weeks ago, Wolfgang hat mich vor 2 Wochen gefragt, Wilkinsons Buch anzuschauen, which basically says the King James is the only Bible to use. wo es heißt, dass die King James die einzig wirkliche Bibel ist, die wir benutzen sollen. Which I agree on. Sorry, Which I agree on. damit stimme ich überein. But he makes that argument to attack the Revised Version. Aber er hat die Revised Version, die englische Revised Version, angegriffen. And the problem is, the German version, Das Problem dabei ist, dass die deutsche Version, even in plural, I'm going to say German versions, always lean or always favor the Revised Version reading, not the King James reading. sie lehnt sich an die Revised Version, die englische Revised Version an und nicht an die King James Bibel.
But English also said among the heathen. Das, When I asked you what it meant, ich habe dich gefragt, was es bedeutet. you said it the same way Sister Sarah did. It sounds like it's saying, you are among the heathen. That means you are like the heathen. Es heißt, es sieht so aus, dass du dich unter den Heiden befindest und so wie sie And when I tell you, ist. you don't believe it. Und wenn ich es euch gesagt habe, glaubt ihr das nicht. But the verse is not saying that at all. Aber der Vers sagt das überhaupt nicht. The only point I'm trying to make Der Punkt, den ich hier machen möchte, is that when we talk about the King James only, wenn wir darüber sprechen, dass nur die King James richtig ist, we should really be careful about what we mean when we say that. dann müssen wir sehr sorgfältig sein, wenn wir bitte? Wenn wir das sagen, ja. However you work out the percentages, I don't know what it is, but about a quarter or a third of this movement, maybe even up to half of this movement, Ungefähr ein Drittel oder bis zur Hälfte der Bewegung is not using the King James Bible. benutzt die King James Bibel nicht. French, Die Franzosen, Portuguese, Portugal German, und die Deutschen. Spanish. Spanisch. They may think they're using King James, Sie glauben vielleicht, dass sie die King James benutzen, but the way they're translated differently. aber ihre Übersetzungen weichen von der King James ab. Okay, verse 5. Vers 5, Habakkuk. It says, look at the heathen. Schau dir die Heiden an. And when you're looking, I'm going to do something. Und wenn du dir sie anschaust, werde ich etwas bewirken. What am I going to do? Was werde ich tun? A miracle. Ein Wunder. I'm going to do a miracle in your days. Ich werde in deinen Tagen ein Wunder wirken. And even though I have told you, Und obwohl ich es dir vorher gesagt habe, now, you won't believe. so glaubst du es doch nicht. What has he told them that they're not going to believe? Was hat er ihnen gesagt, was sie nicht glauben? He's going to raise up the clod breakers. Er wird die Klumpenbrecher aufbringen, The Chaldeans. die Chaldäer. So now is Habakkuk 1 in context to our study. Jetzt ist Habakkuk 1 im Zusammenhang mit unserem Studium. Now it is, Nun, jetzt ist es. because we've tied in with just proof text Chaldeans and Chaldeans. Wir haben Chaldäer mit Chaldäer verglichen. Beides finden wir hier. In closing, Und zum Schluss, why are the Chaldeans coming? warum kommen die Chaldäer überhaupt? It's a curse to Judah. And that's Assyria was doing that. So the Chaldeans are coming Die Chaldäer sind gekommen, to attack or destroy God's people. um Gottes Volk anzugreifen oder zu zerstören. And the reason for that Und der Grund dafür is shown in verse 4. wird uns in Vers 4 gezeigt. Therefore the law is slacked, judgment doth never go forth, because the wicked encompasses or surrounds the righteous. Der Hohlvers. Yes. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Verse 6, we didn't read, Vers 6 haben wir nicht gelesen. but they're going to come and possess the land. Sie kommen und nehmen das Land in Besitz. They'll take everything. Sie nehmen alles. We'll continue the study in our next class. In der nächsten Unterrichtsstunde werden wir hier fortführen. Just remember the books we're dealing with. Job 1 and 2, Wir haben uns mit Hiob 1 und 2 befasst. Proverbs 26:2, Sprüche 26, 2. Habakkuk 1. Habakkuk 1. Let's pray. Lasst uns beten. Sorry? And Jeremiah 4, yes. Und Thank you. Jeremia 4. Our Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness wir danken dir für deine Güte as we explore the life of Job. und wir haben das Leben von Hiob angeschaut, If he's an example of the 144,000, denn er ist ein Beispiel der 144.000. then we're exploring our own lives. Und wir haben dadurch unser eigenes Leben entdeckt. Please help us Hilf uns bitte in this
work. in dieser Arbeit. We pray in Jesus' name. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.